Alles klar, lass uns weitermachen. Wir machen weiter mit dem Player-Charakter, den haben wir auch schon erstellt. Im Grunde haben wir den Blueprint dort, den wir uns heute anschauen und weiter bearbeiten. Hier holen wir uns alles hervor und schauen uns den Viewport erstmal an. So sieht im Grunde so ein Player-Charakter Blueprint als Standard aus. Wichtig ist, dass wir den Hero-Charakter hier nehmen und nicht den Blueprint Base. Und zwar wollen wir hier in der Kind-Klasse Hero-Charakter Einstellungen und Änderungen vornehmen. Das erste, was wir hier machen, ist dieses Use Controller Rotation Yaw unter Pawn einmal deaktivieren. Dafür sollte ich die Simulation ausmachen hier und dann kann ich das auch deselektieren. Das war's auch mit den Klassendefaults hier, die wir ändern wollten. Das nächste ist, was wir hier links sehen, Capsule Component, die werden wir bearbeiten und wir werden uns so ein paar Sachen hier auf der linken Seite anschauen beim Hero-Charakter. Also bei der Capsule Component, da gehen wir rechts unten auf Collision. Ist Pawn zwar ganz schön, aber wir nehmen da etwas anderes, weil wir hier die Kamera ignorieren wollen. Einmal selektieren das. Wir ignorieren im Grunde hier die Kamera, damit die uns nicht stört, wenn wir die Kamera hinzufügen in die Szene und dabei mit dem Player herumlaufen. Einmal kompilieren und speichern. Das nächste wird der aktuelle Mesh sein, hier vorne, hier links. Und hier wollen wir unseren Character Mesh hinzufügen. Und zwar wollen wir den nehmen, den wir aus Blender importiert haben, den Greystone Mine Export. Und wir sehen hier, dass das nicht so ganz korrekt in der Ausrichtung ist. Was wir hier wollen, ist, dass der Charakter richtig rum steht. Also der blaue Pfeil zeigt im Grunde in die Richtung, in der der Charakter stehen muss. Wir gehen einfach hier rein und wählen ihn aus, drücken E, rotieren ihn einmal um 90 Grad. Danach wollen wir die Perspektive hier einmal ändern in die Top-Perspektive oder Front-Perspektive. Danach wollen wir die Perspektive hier ändern in die Front-Perspektive und verbinden hier im Grunde, dass sich der Char mit der Kapsel schließt. Einmal W, ein wenig hier runterbringen. Ohne das Snapping geht es ein wenig feingranularer, dass das auch richtig passt hier. Alles klar, kompilieren und speichern. Der nächste Punkt ist, dass wir hier uns die Kapsel auch etwas anschauen müssen. Die sollte etwas größer sein. Die passen wir entsprechend an. Wir klicken einfach auf dieses Kapsel-Element und setzen hier die Höhe statt 88 einfach auf 100. Hier können wir den Char nochmal anpassen und etwas runterziehen. Ja, das sieht doch gut aus. Ich denke mal, damit kann man weiterarbeiten. Die Höhe ist gut, die Breite ist gut. Kompilieren und speichern. Dann gehen wir auf Mesh und gehen unter Collision und deaktivieren erstmal die Collision, also nicht für den Mesh, no Collision. Compile Save. Im späteren Verlauf können wir die Kollision wieder anmachen, aber für jetzt reicht es uns, wenn diese Kapsel als solche die Collision hat. Wenn wir den Kollegen jetzt einmal in unser Level ziehen, dann sehen wir auch, dass der ordentlich steht und nicht runterfällt. Also die Kollision wird hier erstmal von der Kapsel übernommen. Das wird erstmal reichen für den ersten Anfang hier, um damit zu starten. Ist halt um performance-technisch einzusparen, aber im späteren Verlauf können wir das wieder aktivieren, die Collision vom Mesh. Jetzt während der Entwicklungsarbeiten ist es halt performanter in der Laufzeit und bei verschiedenen Tests. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Hero-Charakter und wollen die Kamera hinzufügen. Dazu suchen wir einfach über den Add-Befehl Spring Arm. Wichtig ist, dass der Spring Arm unter der Kapsel ist. Also wir ziehen ihn einfach unter die Kapsel. Ja, da ist er schon. Also im Grunde muss das ein Kindelement sein von Kapsel. Falls er bei euch, genau, irgendwie bei Mesh ist, unter Mesh, einfach da unter die Kapsel ziehen. Das nächste ist die Kamera selbst. Und die Kamera müsste
unter dem Spring-Arm sein, als Kindelement, dann ist das richtig. Alles klar, gehen wir in die Kameraeinstellungen. Camera Settings und Use Pound Control Rotation. Machen wir auf True. So, und die Kamera, um die ein bisschen höher zu setzen, einfach hier oben bei Location auf 50. Dann müsste das etwas höher sein. So, das war's, denke ich. Also die Kamera ist ziemlich cool. Da kann man sogar Farben einstellen. Und zwar im Post-Processing-Modus. Color Gradienten, also Farbgradienten einstellen und so ein paar Sachen und Features, um dann so die Farbverläufe im Spiel einfach zu ändern und ein bisschen rumzuspielen mit. Werden wir jetzt an der Stelle nicht machen, aber das ist schon ganz cool, dieses Kameraelement, das man als Spring Arm hinterm Charakter platzieren kann. Ist eigentlich ganz cool. Dann braucht man nicht hier irgendwie in der Welt irgend so ein Post-Processing erstellen oder editieren. Da kann man einfach die Kamera nehmen und dort ein paar Gradienten einfügen und ein paar Farbeinstellungen machen. So, gehen wir weiter zum Charakter-Movement. Wir werden etwas schneller gestalten. Lass ihn mal 500 cm/Sekunde laufen dürfen. Ihr könnt mit den Einstellungen natürlich rumspielen. Dann gibt es irgendwo noch so eine Rotation Value, wie schnell er sich drehen darf. Charakter Movement Rotation Settings. Und lass uns da einfach den ein bisschen schneller machen. Mit 730. Und wir wollen uns die Orient Rotation auch mit dem Movement angleichen. Das sollte auch auf True sein, ausgewählt werden. Ja, stellt sicher, dass ihr auch hier alles soweit eingestellt habt, wie ihr es braucht und nicht irgendeine Checkbox vergessen habt. Dann wird auch der Spielercharakter richtig funktionieren und ja, das machen, was er soll. Ja, das sind im Grunde wichtige Einstellungen hier. Sollte es bei euch nicht so funktionieren wie bei mir, dann ja, sucht mal hier, ob ihr irgendwas hier umstellen könnt, um einen Bugfix zu haben. Aber soweit müsste das funktionieren, wie wir das hier eingestellt haben. Einmal kompilieren, speichern und dann können wir unseren Pawn entsprechend setzen. Dazu brauchen wir den GM in unserer Basisklasse. Hero ist ausgewählt, Basisklasse, GM Souls Game. Und sieht aus, als wenn wir den schon hinzugefügt haben. Also da müsste der dann drin sein, entsprechend. Dann können wir alles nochmal speichern. Save All. So, das war's für dieses Video. Im Testlevel, wenn wir uns das einmal anschauen und einmal starten, können wir uns noch nicht so wirklich bewegen oder hin und her gucken. Das werden wir im nächsten Video erledigen, um halt dem Spielercharakter auch Basisfunktionen zu ermöglichen, so wie herumgehen, damit wir uns herumschauen können mit dem Playercharakter und im Grunde uns dort bewegen können. Das werden wir uns einfach das nächste Video anschauen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video.